Hallo allerseits, willkommen zu unserem wahrscheinlich letzten Video vor den Weihnachtsfeiertagen. Sagt euch das Städtchen Teupitz etwas? Nein? Macht nichts. So bekannt ist dieser kleine Ort nun auch wieder nicht. Es sei denn, ihr habt Theodor Fontanes Wanderung durch die Mark Brandenburg gelesen. Im Band 4 gibt es ein Kapitel über Teupitz. Auch den Berlinern ist dieser Ort durchaus ein Begriff, weil es ist ein beliebtes Naherholungsgebiet für Berlin. Verkehrsgünstig über die Autobahn Berlin-Dresden zu erreichen, liegt Teupitz eingebettet in ausgedehnten Wäldern am Teupitzer See, der Teil einer ganzen Kette von Seen ist, die über Kanäle miteinander verbunden sind und über die Spree einen durchgängigen Wasserweg bis Berlin und darüber hinaus über Havel und Elbe bis Hamburg bilden. In den Wäldern um diese Seen liegen mehrere Campingplätze. Es gibt Kanu- und Bootsverleih für Wassersportler und von der Anlegestelle am Tupser Hafen in Teupitz laden im Sommer regelmäßig Fahrgastschiffe zu Rundfahrten über die Seen ein. In diesem Gebäude befand sich zu Fontanes Zeiten das Gasthaus zum Goldenen Stern, in dem Fontane auch logiert hat. Die evangelische Heiliggeistkirche Teupitz ist ein Sakralbau aus dem Jahr 1346. Sie unterstand viele Jahrhunderte dem Kirchenpatronat der Familie Schenk von Landsberg, die von 1330 bis 1717 in der südlichen Mark Brandenburg erheblichen Reichtum und Macht besaß. Hinter diesem Zaun liegt das Schloss. Da es jetzt in Privatbesitz ist, kommt man leider nicht weiter. Das Schloss Teupitz wurde im 14. Jahrhundert errichtet und war bis in das 18. Jahrhundert von der Familie Schenk von Landsberg bewohnt. Nach einer wechselvollen Geschichte, teilweise Zerstörung und Wiederaufbau, diente es nach der Wende als Hotel. Wir sind heute hier, weil uns auf der Internetseite Reiseland Brandenburg eine Herbst- bzw. Winterwanderung mit dem nahen Mühlen- und Quellwanderweg empfohlen wurde, die hier beginnt und endet. Der Rundweg ist etwa 11 Kilometer lang und wir nehmen euch gerne mit. Unweit des Marktplatzes befindet sich dieser kostenlose Parkplatz und hier startet auch der Wanderweg. Da geht's lang. Auf geht's! Zunächst geht der Weg hier am Stadtgraben entlang. I'm done with running, baby. I'm laying down my sword. 'Cause you should know by now. My heart is always yours. And we're not broken, darling. We're just breaking down. With a little bit of tenderness, we can turn this mess around. Cause I look at you and see the best parts of me. All our hopes and all our dreams. I'm not gonna fight you on the small things. No, no, no. I need your love like I need to breathe. Need your love like I need to breathe. And if you're willing, baby, we can make this right. Slow and steady wins the race tonight. We should love like there is no tomorrow. If you're willing, baby, if you're willing.
Detmar muss mal gucken gehen. Der schwelgt ja in Erinnerung. Hier ist nämlich ein Klärwerk. An dem hat er mal mitgebaut vor Jahren. Und das muss er sich nochmal anschauen. Der Hügel dort vor uns ist der Gesenberg. Bei Fontane hieß er noch Jesenberg. Im Mittelalter wurde dort Wein für die Herrscher auf Schloss Teupitz angebaut. Er diente aber auch als Galgenberg. Die letzte Hinrichtung fand 1769 statt. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde dort eine Landesirrenanstalt errichtet und bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges betrieben. Der Turm, den wir dort sehen, ist der ehemalige Wasserturm. Er ist heute ein Baudenkmal, aber nach mehreren Bränden stark in Mitleidenschaft gezogen. Need your love like I need to breathe. Need your love like I need to Unsere heutige Wanderung heißt ja nun Mühlen- und Quellwanderung und hier sind wir an der ersten Mühle. Das war einmal die Hohe Mühle. Der Name geht zurück auf eine alte Wassermühle, die 1546 erstmalig urkundlich erwähnt ist. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Mühlenbetrieb eingestellt und heute ist das ein Wohnhaus. Aber dort unten plätschert noch der Mühlbach. Und hier kommt das Wasser aus dem Tornower See, das den Mühlbach speist. Um den Tornower See herum geht ein Naturlehrpfad, der ist auch sehr schön. Aber wir wollen jetzt weiter zur nächsten Mühle. Eine Bank mit schöner Aussicht. Jetzt sind wir an der zweiten Mühle, der Mittelmühle. Die Mittelmühle wurde genau wie die Hohe Mühle 1546 erstmalig urkundlich erwähnt. Heute befindet sich hier eine Gaststätte. Und dann gab es hier in der Nähe noch die kleine Mühle. Das war zunächst auch eine Wassermühle. Später wurde an dem Standort eine Bockwindmühle aufgebaut. Die wurde aber 1939 abgebaut und in Schönewalde im Landkreis Elbe-Elster wieder aufgestellt, wo sie heute noch steht. So, die Mühlen haben wir jetzt abgearbeitet. Aber der Wanderweg hieße ja nicht Mühlen- und Quellwanderung, wenn ja nicht noch eine Quelle käme. Und da gehen wir jetzt hin. I've been searching, yeah, high and low. I've been searching, yeah, wondering where to go. I was moving on. I guess I was moving on.
so long. Hollow and hard, torn out and lost, all gone. Ooh, just look away. Ooh, just look away. Packed my bags, went down to LA. I took some cocaine, but found I couldn't pay. So, weil heute erster Advent ist, haben wir neben unseren obligatorischen Käsestullen auch Stolle dabei. Ja, unsere Wanderung ist zwar noch lange nicht zu Ende, aber an dieser Stelle wollen wir euch eine schöne Adventszeit und ein frohes Fest wünschen. Alles Gute! Alles Gute, auch von mir. Guess I'll be moving on. I met a waitress, yeah, she took me home. She showed me kindness, a love I'd never known. I was moving on. I guess I was moving on. 'Cause I felt the rain down over me for so long. Hollow in hearts that were torn out and lost. We were all gone. Ooh, you'll find your way. Ooh, just find your way. Der Klingespring wurde 1934 zum Naturdenkmal erklärt. Das ist hier eine sogenannte Sickerquelle. Und hier wurde traditionell zu Ostern Osterwasser geschöpft. Ich weiß nicht, ob das in anderen Regionen noch Tradition ist, aber hier am Rande der Lausitz und in der Lausitz sowieso wird es eigentlich noch sehr gepflegt. Da drüben sickert das Wasser aus diesem kleinen Hang. So, dann haben wir den Punkt Quelle auch abgehakt. Und hier fließt dann das Wasser in den Tornower See. So, jetzt geht der Weg ein ganzes Stück durch das Dörfchen Tornow, bevor wir dann wieder zu den Wiesen kommen, auf denen wir heute früh lang gegangen sind.
an Ingolf. So, hier schließt sich der Kreis. Hier sitzen wir wieder auf der Bank Oh, heute Morgen schon saßen. und die Drohne haben steigen lassen. Ja, eigentlich die Wanderung wieder sehr schön. Sehr schöne Pfade um die Seen herum. Und hier der Weg durch die Wiesen ist eigentlich auch sehr schön. Ja. Gut, man hat dann zwischendurch die kurze Durchquerung von Torno, aber das ist, Kann man, ja, geht nicht anders. ja, ist auch nicht viel. Und dieser Forstweg von Mittelmühle rüber zum Brieselsee zieht sich auch ein bisschen, aber im Großen und Ganzen sind die Wege wunderschön. Einige der Orte, die wir angesteuert haben, kannten wir schon, weil wir wohnen hier nicht weit weg. Aber die Pfade um die Seen, die kannten wir nicht. Nee, Also haben wir heute auch wieder was Neues kennengelernt. genau. Uns hat es gefallen, euch hoffentlich auch. Ja, und wie gesagt, wahrscheinlich sehen wir uns vor Weihnachten nicht mehr wieder. Allen nochmal ein frohes Fest und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Tschüss.